Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Lisan. Madikrab TP, Madikrab Tukon. Heute gibt es einfach ein Lebenszeichen von mir. Ich will euch einfach ein paar Sachen zeigen, die ich die Woche über gemacht habe. Ich würde einfach sagen, lasst euch da ein bisschen überraschen. Wird wie immer ein bisschen bunt gemischt. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr das Video kommentieren würdet, wenn ihr das Video liken würdet, teilen würdet. Und für die neuen Zuschauer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. And sometimes I pretend I'm just above it all, but I want you lying next to me. Yeah, I want you by. Ja, nachdem es gestern und vorgestern hier ordentlich geregnet hat, also vorgestern hat es circa eine halbe Stunde geregnet, kräftig, war dann auch anschließend wieder 2 Stunden oder 2,5 Stunden Stromausfall. Jetzt gestern hat es nochmal auch richtig heftig geregnet, war dann auch wieder ein kräftiger Sturm dabei, der wieder doch ein paar Schäden bei mir und auf dem Land draußen hinterlassen hat. Aber ich sag mal so, nichts, was ich nicht reparieren kann. Zum Glück ist wieder nichts im Haus oder den Tieren passiert. Es ist alles soweit in Ordnung. Hat halt, wie gesagt, einfach wieder ein paar kleine Schäden gegeben, die ich euch dann sicherlich noch zeigen werde. Draußen auf dem Land ist eine Solarlampe umgeknickt. Also diese UFOs, die ich da habe, die ist umgefallen. Ist größtenteils, sage ich mal, zerstört worden. Da muss ich jetzt mal schauen, inwiefern ich es noch reparieren kann oder ob es sich überhaupt noch lohnt oder ob ich da gleich ein neues UFO bestelle. Muss ich dann mal noch schauen. Hier zu Hause ist ein bisschen mehr passiert, aber wie gesagt, nichts, was ich nicht reparieren kann. Da hier zu Hause ist das Gerüst umgefallen für die Dragon Fruit. Das zeige ich euch dann auch mal noch. Das ist jetzt heute mein Plan zu reparieren. Eigentlich wisst ihr ja, wäre das Garten-Update auch dran gewesen. Aber durch die Stürme und durch den Regen, wo es hier jetzt gehabt hat, bin ich dazu nicht gekommen. Muss jetzt hier eher wieder einiges reparieren. Und jetzt mache ich euch da halt ein kleines Video davon. Und dann könnt ihr da ein bisschen zuschauen. Denn You keep me wondering, is our love strong, just like a love song? ich möchte mich auf diesem Weg, also über YouTube, auch für das kleine Care-Paket, was mir meine Frau zukommen lassen hat, ganz herzlich bedanken. Ich habe es natürlich auch schon persönlich gemacht. Es gibt ein paar Dinge, die ich aus der Schweiz vermisse. Das ist so. Das ist natürlich auch meine Frau, aber natürlich auch der Schweizer Käse, Schweizer Schokolade. Sie hat da mal wieder an mich gedacht. Das freut mich immer wieder. Und sie hat mir da eben was zukommen lassen. Das blende ich euch dann mal ein. Die Nichte ist ja wieder zurückgekommen aus der Schweiz, hat mir das kleine Care-Paket mitgebracht und muss ich mir jetzt halt natürlich gut einteilen, weil die Schwägerin kommt dann erst wieder im Juli. Da kriege ich dann wahrscheinlich auch oder hoffentlich auch wieder ein bisschen was. Und des Weiteren hat mir der ältere Sohn auch ein kleines Geschenk gemacht, wo ich mich auch riesig drüber gefreut habe. Ich hatte bei ihm Vago-Klemmen bestellt. Falls ich mal hier wieder Vago-Klemmen brauche, die blende ich euch mal ein. Ein bisschen Elektromaterial. Die Vago-Klemmen hier, die sind zum einen sehr teuer und einfach Fälschung. Und von daher bin ich froh, dass er mir da Vago-Klemmen aus der Schweiz zukommen lassen hat. Auch dafür sage ich vielen, vielen Dank. Das
wollte ich euch auch noch kurz sagen, beziehungsweise meiner Familie den Gruß schicken. Vielen, vielen Dank für euer kleines Care-Paket. Jetzt zeige ich euch noch das Gerüst, das, sage ich mal, Randgerüst war das auch, mehr oder weniger, wo jetzt durch den Sturm beschädigt wurde. Ich denke, aus meinen Garten-Updates kennt ihr das Gerüst, habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Ich habe das auch schon die letzte Zeit immer wieder mal kontrolliert gehabt, habe auch gesehen, dass da schon ordentlich Termiten auch dran sich vergnügt haben. Es ist jetzt leider unter dem Sturm zusammengebrochen. Ich hatte das schon mal repariert gehabt, ein bisschen modifiziert gehabt. Jetzt, so wie es aussieht, muss ich es komplett neu machen. Aber ich zeige euch das jetzt mal kurz. Da seht ihr jetzt, es ist übrig von dem Ganzen. Ja. Muss jetzt dann mal schauen, inwiefern ich die Dragon Fruit, also die Ranken da noch retten kann oder ob ich die kürzen muss. Das muss ich mir mal noch anschauen, inwiefern ich das Gerüst da reparieren kann. Ich denke, ich lasse euch da ein bisschen zuschauen. Ich fange einfach mal an. Habe mir auch schon wieder neuen Bambus mitgebracht vom Land draußen. Und ja, ich fange jetzt auf jeden Fall mal an. Da seht ihr auch mal, wie schnell sich Pläne ändern können. Eigentlich hatte ich gedacht, für heute, wollte eigentlich heute Morgen Unkraut schneiden hier zu Hause, weil ja, zum Rasenmähen ist der Rasen immer noch nicht hoch genug. Wollte aber mal wieder die ganzen Ränder mit der Motorsense ausschneiden und vorne vorm Tor mal wieder schneiden. Und dann ja, mache ich meinen morgendlichen Rundgang im Garten, sowieso nach so einem Sturm, und sehe dann halt, dass das Gerüst von der Dragon Fruit, von der Georg-Mankorn umgefallen ist. Und ja, dann blieb mir nichts anderes übrig, bin aufs Land raus, musste ja sowieso raus, die Tiere füttern, habe dann dort den Bambus zurechtgeschnitten. Ich weiß ja, was ich ungefähr an Stangen brauche, um das Gerüst zu erneuern. Habe die Stangen dann so grob zurechtgeschnitten auf dem Land draußen, bin dann wieder hierher gefahren, habe dann kurz eine Pause gemacht und habe dann eben losgelegt, und das seht ihr ja dann jetzt. So, das Grundgerüst steht. Ich denke, habt ihr ja gesehen in dem Zeitraffer. Würde es euch mal kurz zeigen. Sieht jetzt so aus. Habe jetzt da schon ein Querstrebe schon angesetzt, weil die hinten die Querstrebe konnte ich noch nicht machen, weil ich mir jetzt erstmal was überlegen muss, wie ich die ganze Dragon Fruit jetzt hier erstmal drüber buxieren kann, dass ich dann die anderen Querstreben darunter setzen kann. Das Problem an dem Ganzen ist, dass die ordentliche Nadeln haben, und wenn die in die Haut gehen, da hat man 2-3 Tage was davon. Und deswegen muss ich mir erstmal schauen, muss erstmal Lederhandschuhe holen, und dann versuche ich das Ganze mal hier über das Gerüst zu buxieren. Lasst euch da einfach wieder ein bisschen weiter zuschauen. Ja, also ich bin jetzt fertig mit dem Gerüst und würde sagen, ich zeige es euch mal kurz. Ich habe auch die Dragon Fruit schon so weit nach oben gelegt. Ich kann euch sagen, es macht einen Riesenspaß mit denen.
Ich hoffe, ihr hört meine Ironie daraus. Ja. Aber jetzt denke ich, bin ich soweit durch. Den Rest muss ich sehen, wenn die nachwachsen, werde ich die nach oben legen. Werde auch sicherlich das Gerüst noch mal ein bisschen verstärken. Ich zeige es euch mal kurz. Sieht jetzt so aus. Ich habe eben schon das meiste nach oben gelegt. Den Rest kann ich noch nicht, muss noch ein bisschen wachsen. Aber ich denke, ja, ihr seht, das ist so recht vernünftig geworden. Ihr wisst ja, bei mir muss das kein Schönheitspreis gewinnen. Es muss einfach den Zweck erfüllen. Und das tut's, denke ich. Und ja, jetzt kann der nächste Sturm kommen. Ich habe gesehen, teilweise klettern da auch schon wieder fröhlich Termiten drumherum. Ja, muss schauen, inwiefern ich das, werde das sicherlich immer noch Stück für Stück mal verstärken, dass falls da mal wieder was zusammenbricht, dann muss ich da einfach nur die Stangen austauschen. Muss mir da mal überlegen, wie ich das mache. Aber jetzt ist das vernünftig in den Boden eingegraben, ca. 50 cm tief. Und ja, ist jetzt so recht stabil. Vorher war das alles ein bisschen unstabil. Ich habe das zwar mal ausgebessert gehabt, aber ja, die Pfosten waren dann nicht eingegraben. Und jetzt sind sie eingegraben und mal schauen, inwiefern das jetzt hält. Es ist auch schon wieder eine unglaubliche Hitze. Also von den Temperaturen her ist es eigentlich, wenn man auf die App schaut, ist es eigentlich völlig okay. Wir haben 35 Grad, aber ich habe gesehen, also gefühlt ist es 39. Aber ja, also das fühlt sich nach wie vor wie über 40 an hier. Ja, meine Kleider sind komplett nass geschwitzt. Ja, ich werde jetzt hier noch zusammenräumen, werde dann zu den Tieren rausfahren, werde die Tiere noch füttern. Dann werde ich nach Hause gehen, eine Dusche nehmen und ein bisschen was essen und dann den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen. Gut, dann schalte ich jetzt mal ab und dann sehen wir uns dann bei den nächsten Sequenzen wieder. Ja, heute neuer Tag, neues Glück. Gestern mal ohne Regen, ohne Sturm. Mein Plan, den ich eigentlich heute hatte, der hat sich auch zerrissen. Das heißt, ich kann mich heute dem Unkraut hier widmen, was ich ja vorgestern vorhatte eigentlich zu tun. Kann ich heute machen. Ich kämpfe mich einfach von vorne vom Grundstück nach hinten durch und nehme euch da einfach auch ein bisschen mit. Dann seht ihr mal, wie mein Alltag hier aussieht. Ja, wie gesagt, vorne habe ich angefangen. Ich zeige euch mal, wie weit ich da jetzt gekommen bin, wie es aussieht. Seht ihr jetzt Außenbereich. Überall die Beikräuter rausgenommen, die Trompetenblumen, die Bäume da wieder ein bisschen beschnitten. Andere Seite natürlich auch. Ja, jetzt ist es vorne auf jeden Fall schon mal ansehnlich und jetzt geht's ab in den Innenbereich. Ja, jetzt wieder einen Tag später muss mir die Arbeit hier immer ein bisschen einteilen. Wisst ihr ja, es ist hier recht warm und dementsprechend habe ich am nächsten Tag weitergemacht. Der vordere Teil
also vom Grundstück war soweit fertig. Ich habe jetzt mich weiter nach hinten durchgearbeitet, habe diese Buchsbäume da, wie ich sie nenne, mal wieder beschnitten, habe die Ränder von dem Rundweg ausgeschnitten, weil Rasenmähen, bin ich der Meinung, ist immer noch nicht möglich. Es sind nur teilweise Stellen dabei, die wieder schön wachsen durch den Regen, aber immer noch zu wenig, und ich habe da einfach Angst, wenn ich da jetzt mit dem Rasenmäher drüber gehe, ja, dann ist das meines Erachtens nach eher kontraproduktiv. Und von daher bin ich da einfach ein bisschen mit der Motorsense, wo der Rasen ein bisschen länger war, bin ich mit der Motorsense drüber und habe halt eben den Rundweg und die ganzen Rohre, Töpfe, Steine und so weiter ein bisschen freigeschnitten. Und jetzt ja, kann man das wieder ein bisschen anschauen. Ich zeige euch das mal kurz. Da seht ihr meine Buchsbäume wieder, wo ich da beschnitten habe. Seht ihr jetzt das Gerüst, wo eben jetzt dann fertig ist. Dann vorne der Baum. Was ich auch noch gemacht habe, ist die Kokosnusspalmen, die Blätter weiterhin zu beschneiden. Habe diese Tierchen hier wieder schön in Form geschnitten. Ja, die Palmen, die haben eben durch den letzten Sturm auch noch mal ein bisschen gelitten. Habe da jetzt aber soweit wieder alles frei gemacht und hoffe, dass das jetzt eine Weile anhält. Es ist zwar für heute auch wieder ein Gewitter angekündigt, bin ich mal gespannt, ob das kommt oder nicht. Ich würde jetzt sagen, ich nehme euch noch kurz mit. Ich will in meinem Rondell drin ein paar Chili noch abernten und ja, zeige euch dann auch mal kurz die Feigen, die ich da noch angesetzt habe. So, wenn ich hier jetzt ein paar Chili abnehme, habe da eigentlich auch schon wieder viel zu lange gewartet. Aber ich esse die ehrlich gesagt auch so. Für mich müssen die nicht unbedingt knackig sein. Ich sage mal so, die tun trotzdem ihre Wirkung. Ja, die letzten Tage, also vermutlich letzte Nacht, war Coco wieder im Rondell. Hat wieder so einiges an Unfug getrieben hier drin. Also so langsam, ja. Aber ja, kann nichts machen. Ich habe nun mal die Hunde. So. Ja, also den Chili habe ich geerntet. Es hat ein bisschen was gegeben. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, für mich reicht es aus. Und ja, ich denke, heute Abend werde ich mir den schmecken lassen, den Chili. Ja, den hatte ich ja hier drin noch auch Gurken gepflanzt. Die Gurken sind mir hier drin leider eingegangen. Ich werde da sicherlich noch mal was Neues ansetzen und dann mal schauen, ob das was wird. Ja, was auf jeden Fall gut kommt, bis auf meinen Absenker, der eigentlich anfangs immer sehr schön ausgesehen hat. Irgendwie hat der jetzt die Blätter verloren. Ich habe den jetzt mal noch mal zurückgeschnitten. Vielleicht kommt die Feige noch mal. Hier ist eine Feige, die zweite, die dritte. Hier ist der Lamut, also Chico aus den Philippinen. Und hier eben ja, mein verwaister Absenker. Da muss ich eben mal schauen, jetzt, ob der eventuell noch mal kommt. Sonst mache ich da auf jeden Fall noch mal neue, bevor meine Schwägerin kommt. Hier die Melonen.
die lassen irgendwie auch auf sich warten. Sie kriegen zwar immer Blüten, aber irgendwie kommt da keine Frucht raus. Also ich bin mal gespannt. Sind wieder ein paar Blüten dran. Sieht man hier. Ob da was kommt. Könnt ihr mal sagen, was das sein kann. Also Blüten habe ich schon ein paar Mal gehabt, aber irgendwie eine Frucht entsteht da draus nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das sein könnte. Ja, ansonsten meine Auberginen, die wachsen auch gut. Die eine, wo ich umgesetzt hatte wegen Koko, die ist auch ganz gut angewachsen wieder. Ja, kann da immer mal wieder 2, 3 Früchte ernten und die lasse ich mir dann meistens auch am Abend schmecken. Is our love strong, just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh. Dann, was auch noch erfreulich ist, sind ja meine Gurken. Die habe ich jetzt auch schon ein bisschen wieder frisch drapiert, aber ja, das werde ich euch, denke ich, dann zum Garten-Update zeigen. Da möchte ich mir heute Abend auch noch 1, 2 Gurken abnehmen. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe mir ein neues, beziehungsweise ein Randgerüst jetzt von der Stange gekauft, beziehungsweise online bestellt. Das sollte jetzt die nächsten Tage kommen. Ich bin gespannt, wie das aussieht, weil, ja, ihr habt ja gesehen, auch das Gerüst von der Dragonfruit, wird immer wieder von Termiten befallen. So geht es mir hier jetzt eben mit meinem Tomatengerüst eben auch, mit meinem Bohnengerüst ist genau gleich. Habt gesehen, da sind auch schon fleißig Termiten am Werk. Ich habe jetzt da eins bestellt aus einem Rundstahl, kunststoffbeschichtet, ja, wo im Prinzip wie so ein Lego-System kann man das zusammenbauen. Ich werde da, denke ich, auch ein Video drüber machen, wenn ich das aufbaue. Will jetzt am Wochenende dann neue Samen ansetzen und dann hoffe ich, dass das neue Randgerüst was taugt. Wenn das was taugt, es hat nicht allzu viel gekostet. Wenn das was taugt, werde ich mir sicherlich nochmal eins zulegen und dann werde ich da eventuell auch nochmal Gurken ansetzen und ja. Was ich euch noch zeigen wollte, ist mein Pfeffer, genau, den habe ich auch noch. Aber ja, egal. Das zeige ich euch, denke ich, auch zum Garten-Update. Denn mit dem Video möchte ich euch einfach ein kurzes Lebenszeichen von mir geben. Hatte ich ja anfangs vom Video angesprochen. Ich habe einiges zu tun gehabt die letzte Zeit, auch durch die Stürme, die hier wieder waren. Und ja, ich sag mal, und auch natürlich der Regen, wo jetzt so langsam eingesetzt hatte, gibt es natürlich wieder mehr zu Hause und auf dem Land draußen zu tun. Das heißt, mir fehlt einfach die Zeit, um jetzt da großartig irgendwo rumzureisen. Aber ja, ihr wisst ja, das ist auch nicht den Content, den ich euch hier bieten will. Ich will da weder irgendwelche Häuser zeigen, ich will da weder ja, irgendwelche Anleitungen für, wie man ein Visum macht oder sonstige Sachen. Das ist einfach nicht mein Content. Mein Content dreht sich um die Auswanderung, um mein tägliches Leben hier. Und von daher denke ich, ihr seid mit dem Video trotzdem zufrieden, hoffe ich zumindest. Und ja, es wird sicherlich zwischendurch wieder was anderes kommen. Sowieso, wenn meine Schwägerin dann im Juli kommt, dann wird das ein oder andere sicherlich Interessante wieder dabei sein. Oder ich sage mal, ich hoffe, dass das alles für euch interessant ist, aber einfach auch mal wieder was anderes. Dann werde ich auch mal wieder irgendwo on Tour gehen. Und ja, es wird sicherlich wieder irgendwas kommen, wo ich mal rumreisen werde. Aber jetzt aktuell im Moment gibt es hier zu Hause und auf dem Land genug zu tun. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Trotz, dass es ein bisschen bunt gemischt war. Ich denke, ich ja, werde sicherlich wahrscheinlich nächste Woche hoffentlich wieder im gewohnten Modus fortfahren können. Aber das kann ich noch nicht versprechen. Aber ich denke, ihr versteht das, wenn ich nicht immer dazu komme, ein Video zu machen. Hier gibt es halt noch eine Menge zu tun. Hier und da lasse ich sicherlich die Kamera mitlaufen. Aber ja,
ich bin auf jeden Fall nach wie vor, ja, habe ich es zumindest vor, 3-mal die Woche ein Video zu bringen, aber das wird mir wahrscheinlich nicht immer gelingen. Und ja, aber ihr seid mir da, wie gesagt, nicht böse. Da bin ich froh drüber. Ich hoffe, wie gesagt, trotzdem, euch hat das Video hier gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Ich möchte auf jeden Fall das Garten-Update nachholen, denn nächste Woche. Und ja, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Bleibt wie immer gesund, passt auf euch auf. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis dahin, tschüss, euer René aus Thailand. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away, walk away, walk away?